In der rechten Tafel dieses Bildes baut ein Mann eine Mausefalle. Er heißt Josef, der Mann der Maria, der Zimmermann von Nazareth. Die Mausefalle ist keine Mausefalle. Sie ist das größte theologische Geheimnis der frühen Renaissance, versteckt in der scheinbar friedlichsten Verkündigungsszene der Kunstgeschichte. 5 Jahrhunderte lang sah niemand wirklich hin, bis im Jahr 1945 ein Wissenschaftler die Mausefalle entzifferte. Schau auf die rechte Tafel. Josef in seiner Werkstatt. Alt, gebeugt, konzentriert. Auf seinem Werktisch liegt eine fertige Mausefalle. Eine zweite, größer, noch in Arbeit, steht draußen auf der Fensterbank. 2 Mausefallen in einem Andachtsbild im 15. Jahrhundert. Niemand baute Mausefallen in ein Verkündigungstriptychon ohne Grund. Jedes Detail war eine Botschaft. Robert Campin war ein Meister der versteckten Sprache. Während 3 Meter neben Josef Gott Mensch wird, baut der Vater dieses Gottes ein Werkzeug, um Tiere zu fangen. Oder etwas anderes. Halt diese Frage fest. Du wirst die Antwort gleich verstehen. Sie wird die Bedeutung des gesamten Bildes umkehren. Und das ist erst der Anfang. Im Triptychon stecken mindestens 9 weitere Codes. Und einer davon ist so verstörend, dass die Kirche ihn jahrhundertelang lieber überging. Tournai im südlichen Niederland um 1427. Hier malt ein Mann namens Robert Campin. Er ist die unsichtbarste Größe der frühen Renaissance. Sein Name verschwand nach seinem Tod fast vollständig aus den Quellen. Erst im 19. Jahrhundert ordnete man ein Bündel anonymer Tafeln einem geheimnisvollen Meister von Flemal zu. Heute weiß man, das war Campin. Er gehörte zu den ersten Malern nördlich der Alpen, die einen bürgerlichen Wohnraum in göttliche Bedeutung übersetzten. Als er die Merode-Tafeln malte, lebte er bereits seit über 2 Jahrzehnten in Tournai. Er war Werkstattchef eines Großbetriebs. 2 seiner Lehrlinge prägten die Kunst Europas, Rogier van der Weyden und Jacques Darré. Das Triptychon, das du hier vor dir siehst, wurde nicht für eine Kirche gemalt. Es war ein Hausaltar, ein Bild für die private Andacht eines wohlhabenden Kaufmanns aus Mechelen, Peter Engelbrecht und seine Frau Margarete. Sie knien auf der linken Tafel und beobachten durch eine geöffnete Tür die heilige Szene. Klein, tragbar, privat. Genau das macht es so radikal. Eine Verkündigung in einer bürgerlichen Stube ist eine theologische Provokation. Im Mittelalter geschah Gottes Eingriff in die Welt in einem heiligen Raum, in einem Tempel, in einem Garten Eden, im Goldgrund eines Mosaiks. Campin holt ihn herunter in ein flämisches Wohnzimmer mit Wasserkanne, Buch und Kerze. Und er versteckt in diesem Wohnzimmer so viele theologische Codes, dass Kunsthistoriker bis heute über jedes Detail streiten. Über 5 Jahrhunderte war das Werk in Privatbesitz und damit für die Forschung weitgehend unzugänglich. Erst die belgische Merode-Familie in Brüssel gab dem Triptychon im 19. Jahrhundert seinen Namen. Im Jahr 1956 kaufte John D. Rockefeller Jr. das Werk für die Cloisters in New York. Dort hängt es bis heute in einem nachgebauten mittelalterlichen Kloster oberhalb des Hudson River. Aber zurück nach Tournai, zurück zu Joseph, zurück zur Mausefalle und zu dem, was Campin dort wirklich versteckt hat. Beginn in der Mitte, eine bürgerliche flämische Stube, Holzbalkendecke, Bank, Tisch, Bank. Auf der Bank kniet Maria, nicht auf einem Thron, auf dem Boden. Das ist die erste Botschaft. Demut. Maria sitzt nicht erhöht wie in den italienischen Verkündigungen dieser Zeit. Sie sitzt am Boden, sie liest, sie weiß noch nichts. Geh ein Stück nach links. Auf dem Boden vor Maria eine Wasserkanne aus Messing, daneben eine Schale.
Symbole der Reinheit und der bevorstehenden Taufe. Heb den Blick zum Tisch. Dort steht eine Vase mit Lilien, 3 Blüten, eine geschlossen, eine halb offen, eine vollständig aufgeblüht. Die 3 Stufen der Empfängnis, die 3 Personen der Trinität. Beides möglich, beides gemeint. Neben den Lilien eine Kerze. Hier musst du genau hinsehen. Die Kerze brennt nicht mehr. Sie qualmt. Sie ist soeben ausgepustet worden. Das ist der Augenblick, der exakte Moment der Inkarnation. Gott legt seine ausschließlich göttliche Natur ab. Die Kerzenflamme erlischt und wird Mensch. Schau jetzt zum runden Fenster oben links. 7 goldene Strahlen fallen durch das Glas. Auf den Strahlen reitet eine winzige Figur, ein Säugling mit Heiligenschein. In der Hand ein kleines Kreuz. Das ist Christus auf dem Weg zu Maria. Er trägt sein eigenes Sterbeinstrument bereits mit sich. Er ist noch nicht empfangen und das Kreuz ist schon dabei. Folg den Strahlen genauer. Sie durchdringen das Fensterglas, aber das Glas bleibt ganz. Kein Sprung, keine Naht. Wie Licht durch ein Fenster fällt, ohne es zu zerstören. So empfing Maria, ohne ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Eine optische Allegorie aus der frühchristlichen Theologie. Im Bild gemalt. Dreh dich zur linken Tafel. Eine geöffnete Tür. Davor knien 2 Menschen. Peter Engelbrecht und seine Frau Margarete. Die Stifter. Sie sind nicht Teil der Szene. Sie beobachten sie. Sie schauen durch die Tür hinein in das Wunder. Genau hier liegt die zweite Provokation. Der Auftraggeber wird zum Augenzeugen. Ein flämischer Kaufmann sitzt visuell neben dem größten Moment der Heilsgeschichte. Das ist Renaissance-Selbstbewusstsein im Andachtsbild. Jetzt nach rechts. Josef in der Werkstatt. Auf seinem Tisch eine Mausefalle. Auf der Fensterbank draußen eine zweite. Die Werkzeuge um ihn herum: Hammer, Bohrer, Säge, Hobel. Die Werkzeuge der Passion. Die Werkzeuge, die später bei der Kreuzigung verwendet werden. Und im Fenster hinter Josef Schnee, eine winterliche Stadt. In der Mitteltafel hinter Maria Frühlingsblumen, sanftes Licht. Beide Szenen finden gleichzeitig statt, aber Campin malt 2 Jahreszeiten gleichzeitig. 9 Monate Differenz. März, die Empfängnis. Dezember, die Geburt. Das ganze Bild zeigt 2 Augenblicke in einem. Bleib bei der Mausefalle. Sie ist der Schlüssel zum gesamten Triptychon. Du dachtest, du hättest ein freundliches Andachtsbild vor dir. Du hast eine theologische Bombe vor dir. Im Jahr 1945 veröffentlichte ein junger amerikanischer Kunsthistoriker einen Aufsatz mit dem Titel Muscipula Diaboli, lateinisch für die Mausefalle des Teufels. Sein Name war Meyer Shapiro, geboren in Litauen, lehrend in New York, mitten im Schock des Zweiten Weltkriegs. Shapiro fand die Erklärung in einem Text des heiligen Augustinus. Augustinus hatte das Kreuz Christi mit einer Mausefalle verglichen. Wörtlich: Das Kreuz war die Falle des Teufels. Der Köder war Christi Tod. Die Theologie dahinter ist mittelalterliche Heilsmechanik. Der Teufel hatte die Menschheit nach dem Sündenfall in seiner Gewalt. Um die Menschen zu befreien, brauchte Gott einen Köder. Etwas, das der Teufel verschlingen würde. Etwas, das ihn selbst zerstören müsste, sobald er es geschluckt hatte. Der Köder war die Menschlichkeit Christi. Die Falle war das Kreuz. Der Schnapper war die Auferstehung. Und jetzt zurück zur rechten Tafel. Josef baut keine Mausefallen für Mäuse. Josef baut die Falle für den Teufel, das Kreuz, symbolisch. 30 Jahre bevor sein eigener Sohn daran sterben wird. Maria im Mittelbild empfängt nicht nur ein Kind, sie empfängt einen Köder. Der irdische Vater des Christentums wird in diesem Bild zum Fallebauer. Der Mann Gottes baut die Mordmaschine,
die seinen eigenen Sohn töten wird, als Teil eines Plans, der Jahrtausende zuvor gefasst wurde. Über 5 Jahrhunderte hatte niemand die Mausefalle wirklich angeschaut. Robert Campin hatte sie für jeden sichtbar in das Bild gemalt. Auf dem Tisch, auf der Fensterbank, 2 Mausefallen, 2 Fallen, eine für den Teufel und eine reserviert. Joseph baut weiter. Die Mausefalle ist fertig. Im Nebenraum wird Gott Mensch. Mehr verborgene Codes der Weltkunst. Abgrundgalerie.